Wenn ich jetzt hier was reinschreibe? Ah, okay. Bruder, ich bin lost. Scheiß Nachtschicht. Start. So. Let's go. Wir machen jetzt mal... Gut, Ski haben wir jetzt noch kurz die 30 Sekunden. Schienen wir aber nicht mehr nach. Pet natürlich. Und dann schauen wir mal, was wir da so kriegen. Wie gesagt, ich verzichte jetzt auf Boni-Sachen und sowas jetzt erstmal. Habe ich nicht One-Click drin? Ich habe doch gestern hier erst One-Click reingemacht. Bei meinem neuen Rechner. So, ich würde sagen, ist erstmal standardgemäß alles, was jetzt eine Rolle spielt. Vielleicht werden wir also im NVDEPS ja noch, vielleicht irgendwie noch STR, Dex Flask oder sowas noch mit reinnehmen. Könnte ich mir vorstellen. Oh, warte mal. Safe Buffs noch. Ja, aber es geht ja jetzt auch nicht um herauszufinden, was irgendwie um 0,002% besser ist, sondern was signifikant besser ist. Was wahrscheinlich NVDEPS sein wird, aber gucken wir mal, ob wir da richtige Zahlen jetzt finden können mit 162. Hier verzichte ich auch mit einem RM-Support, weil es halt viel zu aufwendig wäre. Für irgendwie ein Hit weniger oder 2 Hits weniger. Meiner Meinung nach. So, mal gucken, wo wir da landen. Also ich predikte mal 2%. Das heißt, wir werden irgendwo bei 10,7 vielleicht rauskommen, wenn es gut läuft. Live im Browser ohne 5090 spielen ist aber auch ein bisschen cringe. Ja, true. Was für eine Grafikkarte hat der neue PC? Eine 5070 Ti. Hat der neue jetzt. Sollte man meinen, dass es für Flive eigentlich ausreichen sollte, um das mit Max-Settings spielen zu können, mit guten, flüssigen FPS, aber es ist irgendwie ein bisschen grenzwertig. Also zur Info ist der noch 1440 P Auflösung, auf der ich spiele, was ich natürlich bei Twitch nicht wiedergeben kann, leider, übertragen kann. Und das halt auf 3 Monitore, also ich habe mein Main hier, den ihr seht, den Main-Monitor, ist auch mit G-Sync, weiß nicht, ob das eine große Rolle spielt, irgendwie. Und dann haben wir noch meinen zweiten Monitor, wo der RM drüber läuft, auch 1440p. Da habe ich aber beim Spiel geringere Auflösung gemacht. Und dann haben wir noch den dritten Monitor, auch mit 1440p, der aber so im Hochformat steht, wo dann OBS drüber läuft. Ach komm, Digga. Digga, also ist der Digga. So, wir sind hier gleich am Ende von unserer Level-Session. Den modifizieren wir uns kurz, machen einmal Kritonmonium, den allerechten, würde ich sagen. So. Können wir hier kurz in Sicherheit gehen, dass wir vielleicht nicht von einem Aggro gekillt werden. Okay, wir sind von... Ach, Bruder, jetzt muss ich rechnen und das mit Nachtschichtmodus. Wir sind jetzt von 8,7149% zu 11,3033. Das heißt, ich mache 11,0... Nee. 11,3033 minus 8,7149 ist gleich 2,58. Haut das hin?
Haut hin. 2,5884% EXP und H. Ja, das dann schon. Ist hier irgendwo. Was EXP bringt. Once have increased speed, but increased damage taken. Ja. Aber Attack, Monster Attack Faster, but have more. Nee. Monster have increased Attack. Davor habe ich ein bisschen Angst. Das auch machen? Wann machst du Fulltime-Streamer? Auch einen neuen Job. Ja, wenn er mal genug hier sponsort. Sponsort. Mal ein bisschen reinpaid in den Stream. Ja. Davor habe ich auch ein bisschen increased incoming damage. Ja, scheiß was drauf, ne? Wir machen ja Def. So, okay. Attacke würde ich sagen. Ja, jetzt geht es doch nicht auf meine M. Okay, alles gut. Ich übertreibe schon wieder total, ne? Mit dem Impuls. Hier die Monster überhaupt zu pullen, ne? Dass du nicht 5 Stück auf einmal nimmst. Ja, heile dich doch mal selber, Kollege. PvE-Set, dass das PvE-Set so fucking relevant ist für alles hier, ne? Schon scheiße, wenn du es nicht hast. Heile dich, danke. Er war 24k, sehr viel. Lul. Ist ja cool, dass er so eine große Menge heilt, aber es wäre besser, wenn es weniger ist, aber dafür konstanter. Dann würde ich mir auch weniger Sorgen hier machen. Aber wenn halt mal so eine Flaute ist, dass er gefühlt Trillionen Hits erstmal nicht heilt, ist halt auch scheiße. Was sagt ihr? 30 Minuten noch für Full Clear? Kriegen wir das hin? Also mit Full Clear meine ich halt die normalen Monster, natürlich jetzt nicht irgendwie Vorbosse oder irgendwas. War das ein Low? Das war ein Low-Refresher, den ich genommen habe. Ja, okay, warte mal. Jetzt ist mein MP-Refresher abgelaufen und ich habe einen Low angemacht. Der bringt mir ja gar nichts, ey. Ach, Digga, leck mir doch am Arsch. Schießen Dreck. Ein fataler Fehler. Weil ich einen Low-Ref angemacht habe und ich meine MP leer war. Gar nicht gut. Dann lauf doch hin. Ist schon anstrengend, irgendwie. Ach, warum ist er denn jetzt gestorben schon wieder? Oh nein, ich bin so gut gewesen mit dem ganzen Quark. Die kommen auch öfter durch, habe ich das Gefühl. Ist irgendwas mit meiner Blockrate? Alter, guck dir das mal an, wie viel Schaden die machen. Warum kommen die denn so oft durch? Hä? Und der heilt nicht, Mann! Und der heilt immer nicht. Oh, Leute, das wird nichts. Ich hasse Envy-Depths. 3-mal jetzt hier verreckt an die Viecher. 3-mal verreckt, ey. War ein bisschen fail jetzt.
Envy und Nachtschicht ist eine fiese Kombo. Ja, Nachtschicht spielt vielleicht auch rein bei mir motorisch. Aber es ist auch einfach Envy. Schon strong. Ich denke mal, als Ranger oder sowas ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Aber wenn du jetzt noch so Blade machen würdest oder One-on-One-BP, könntest du, glaube ich, komplett vergessen. Also halt höchstens mit einem anderen, so, ne, der darauf besser reagiert. Also ich habe ja doch so manchmal meine paar Sekunden Latenz oder so, bis ich raffe, okay, ich habe Schaden genommen. Man verlässt sich dann irgendwie hier auf Steel HP. Da passiert aber nichts so. Der haut und haut und haut. Man hat einen 10k-Hit gefressen und ja, dann greift er halt schon wieder an und naja, gut. Scheiße. Hättest du halt mal geheilt, anstatt zu hoffen, dass Safe Heal halt irgendwie irgendwas macht. Das Ding ist halt hier beim Safe Heal, beim Jester, es ist halt nur eine Probability, dass es überhaupt kommt. Das ist halt nicht wie bei Bloody-Waffen oder so, dass du pro Hit dein Safe Heal hast, sondern ja, mal kommt's und mal kommt's halt nicht. Aber es bringt mir halt auch nicht, dass ich irgendwie einen 24k Safe Heal dann habe, wenn es mal durchkommt. So viel HP habe ich gar nicht. Und dann, aber wenn ich es brauche, dann kommt halt nichts. So wie jetzt. Jetzt kam, dann komm mal. So, die 200 Monster haben wir jetzt. Also es mag sein, dass das so die beste Methode aktuell ist. Ich glaube aber, wenn wir ein Content-Update bekommen in den nächsten 1-2 Monaten und da natürlich auch wahrscheinlich eine Level-Erweiterung kommt und wir neue Overworld bekommen, ich glaube, dass für mich persönlich Envy Depths dann nicht so die große Rolle spielen wird, glaube ich, weil mir das echt zu anstrengend ist. Ja, ich weiß, man macht da seine 5 Runs und hat dann seine Attack-Rune, womit man reich wird, so. Keine Ahnung. Der ist schon wieder verreckt. Oder man hat halt Lifesteal auf die Waffe. Lifesteal auf der Waffe wäre... Der ist... Macht halt keinen Sinn, der. Keine Ahnung. Entweder ich stelle mich zu doll an, passt zu wenig auf oder so. Aber irgendwie macht es keinen Sinn. Weiß nicht. Der HP-Pad. Wenn nicht, müssen wir nochmal einen Run mit HP-Pad probieren. Da kann ich dann halt auch mehr auf mein Safe Heal halt hoffen. Aber der hat kein richtiges, komplettes Equipment. Oh, schon vorbei. Hätte ich noch die eine Box da abholen müssen bei Sirenen? Eigentlich schon, oder? So, ist das jetzt hier das Interessante? Shining Saphir Piece. Ist doch Müll, oder? Hast du schon darüber gesprochen, was du auf FWC machst? Ja, eigentlich schon jeden Stream mehrmals. Wahrscheinlich ein Jester. So, wir haben jetzt bei dem Run gerade so 3% gemacht, ha? 14,1823 minus 11,1251 ist gleich 3,05. 3,0572% EXP, Envy Depths, CD Pad, 3 mal Dev. So hat jemand noch eine Party. 4 Dev, oder? Waren 4 Dev?
weiß nicht, waren 3 oder 4 Mal? Weiß ich gar nicht mehr. Viermal, ach komm, ja. Waren wahrscheinlich 40, wa? Ah ja, ist okay. Aber der merkst du, da hast du locker 1% verloren. Denn das wieder nachholen und so. Mann, warum ist das denn immer noch da? Mann, nee. Wir haben jetzt einen Start von 14,18. 23% EXP Start Envy Round 2. Und das. Na? So, dann jetzt schnell so. Ja, schnell, habe ich gesagt. So, damit wir jetzt nicht aus den Latschen kippen so schnell wie letztes Mal. Das hier. Und jetzt der Crit Damage Pad. Dafür haben wir jetzt Grillet El an, das hatten wir letztes Mal nicht. Ja, du sollst ja angreifen. Hätte gedacht, bei wenn Siren ist, kommt noch einer. Okay, nice, definiere die von Flive ein Ziel des FTC, also dann wahrscheinlich die PvP-Turniere. Live-mäßig ist da das Highlight dann, also was Gala, und der Publisher, der Entwickler und Publisher von Flive Universe mit dem FTC erreichen wollen, ist das Highlight dann die PvP-Turniere, genau. Also da war jetzt letztes Jahr Preisgeld von 80.000 US-Dollar für die Gewinner. Sind dann Vierer-Teams, die sich zusammenschließen und da teilnehmen gegen andere. Das heißt 20.000 US-Dollar pro Nase. Dann ist da auch noch so, ja, kommt man in ein bestimmtes Land, Aufenthalt und sowas wird dann da auch noch bezahlt und Flug, glaube ich. Also ist dann halt auch ein kleines Erlebnis, denn für die natürlich, die da daran teilnehmen und sowas alles, ist schon eine coole Sache. Aber ich sag mal, jetzt nichts für Casuals, sondern halt schon wirklich für die Hardcore-Grinder, Casher, die da, also da muss man schon ordentlich was aufopfern, um da teilzunehmen. Für die es eine Leidenschaft ist, die Spaß daran empfinden und die es können, ist es auf jeden Fall eine coole Sache. Geil, dann gewinnen wir die einfach dieses Jahr. Ja, wahrscheinlich. Also ich könnte mir noch vorstellen, dass du so das hinkriegen könntest, wenn man eine Metaklasse spielt aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also da fehlt mir dann doch das nötige Kleingeld, weil ich da bereit bin oder was ich dafür dann bezahlen könnte. Zeittechnisch auch schwierig. Durch Kind und so. So. Jetzt muss ich hier mal kurz durchrechnen. $17,9152 durch 14,1823. Nee. Nicht durch, Mann. Minus. Bist du denn doof? 19,9152 minus 14,1823. 3,78. 3,78 war es jetzt. Ja, also 4% wahrscheinlich, wenn ich nicht nochmal sterben würde. 3,732 Envy Round 2. Ja, so sieht denn das Ergebnis aus, ne? Also wahrscheinlich ohne Tod, wahrscheinlich bei 4% dann. Ja.